LibreOffice-Tipps und Tricks, die du nicht kanntest oder schon vergessen hast, die auch auf einem aktuellen Stand sind, zumindest für eine Weile, und die auf jedem der größten 3 Betriebssystemen funktionieren. Tipp 1: Auto, Text, Color. Seit Version 25.2.2.2 ist das Blatt im Dark Mode auch schwarz, wie auch in Microsoft Office. Eigentlich eine gute Änderung für Leute, die abends oder nachts was kreieren, aber wenn du ältere Dokumente hast, die du vor dem Update verfasst hast, siehst du wortwörtlich nichts. Um dies zu beheben, musst du die Schriftfarbe auf automatisch ändern. Wurde schnell, simpel und einfach, hat mich aber ein paar Monate gebraucht, um es herauszufinden. Tipp 2: Allgemeine Einstellung. LibreOffice ist nicht im richtigen Theme, welches dein Betriebssystem oder du benutzt. Dies kannst du ändern unter Tools, dann runter auf Option und in Option unter LibreOffice ganz am Anfang, entweder oder in View und Appearance. Abhängig davon, ob du die Icons oder das Theme ändern möchtest. Außerdem kannst du dir extra Icons oder extra Themes herunterladen, wie zum Beispiel ein Microsoft Office 2003 Theme. Kombiniere das mit einem leichten gereisten Linux im Windows XP oder 7 Style und dich werden Leute fragen, wie alt deine Software oder sogar dein PC ist. Und ja, ich in meinem Fall habe mein System wie auch LibreOffice auf Englisch. Also wenn ich dir zeige, wie du zu einem bestimmten Menü hinkommst, um eine bestimmte Sache zu machen, orientiere dich am besten, wo die Sache platziert ist, aber nur so als kleine Vorwarnung. Tipp 3: Die Menübar. Wenn du das Standard-Layout von LibreOffice verabscheust, gibt es vor allem für Leute, die ein neues Microsoft Office benutzt haben und das Layout mögen oder daran angewöhnt sind, kannst du dieses auch in LibreOffice so haben. Um dieses zu tun, musst du in View User Interface oder auf Deutsch Benutzeroberfläche auswählen. Und wenn du dieses Menü hier siehst, kannst du das zweite von oben auswählen, was dir dann das bekannte Microsoft Office Layouts gibt. Auf jeden Fall, wie du hier siehst, ist nah dran. Auf jeden Fall glaube ich nicht komplett nah dran, aber soweit wie es geht. Trotzdem für mich nutze ich das alte oder Standard-Layout von LibreOffice. Und wenn du von diesem Layout das Layout ändern willst, kannst du hier einfach im Hamburger-Menü unter Userface wieder das umändern auf das Standard-Layout oder noch auf andere Layouts, die es hier gibt. Wie zum Beispiel das Standard-Layout, aber nur mit einer Reihe oben von der Toolbar für kleine Bildschirme. Oder die Sidebar, die praktisch ist für Leute, die einen Ultra-Wide-Bildschirm haben. Natürlich gibt es auch noch mehr. Du kannst auch ein bestimmtes Menü nur im LibreOffice Writer, also das Äquivalent von Word, nutzen. Was meiner Meinung nach dumm ist, aber du hast hier die Freiheit. Wenn du ein Layout für alle haben willst, musst du einfach hier für die ganze LibreOffice Suite es bestätigen. Tipp 4: Shortcuts. Du willst einen eigenen Shortcut oder Keybind haben oder das Verhalten eines schon bestehenden Shortcuts ändern. Wie zum Beispiel ich in meinem Fall wollte das Standardverhalten von Steuerung V, also Copy und Paste, ändern, weil standardmäßig, wenn du was einfügst, wird es eingefügt, wie es formatiert war. Und wenn du es so einfügen willst, dass es normaler Text ist suboptimal, weil ohne diesen Shortcut musste man immer die rechte Maustaste drücken und dann Paste Special Unformatted Text, um dasselbe halt hinzubekommen. Um unser gewünschtes Verhalten zu erreichen, müssen wir unter Tools Customize auswählen und dann sind wir, wenn wir unter Keyboard sind, dass wenn wir unsere Funktion jetzt reinschreiben, also wie die auch in LibreOffice genannt wird, zum Beispiel wie Paste. Hier siehst du dann die genauen Funktionen und hier unter Paste Special siehst du, dass ich jetzt die Standardeinstellung, was dann eigentlich mit Steuerung oder Ctrl V verbunden ist, mit Shift kombiniert habe. Ich weiß nicht, warum hier Alt steht. Ich in meinem Fall brauche nicht Alt. Und dann, was ich in meinem Fall mehr nutze, einfach, dass als normaler Text eingefügt wird, wie ich den gerade nutze im Dokument. Ich weiß nicht, ob es ein Bug ist, aber irgendwie ist es weird, weil mit dem klassischen Einfügen, also Steuerung V, füge ich immer noch das Formatierte ein und mit Steuerung Shift V füge ich das Unformatierte ein. Aber um diesen Shortcut zu machen, musst du dann hier im Shortcut-Menü dann deine Tastenkombination aussuchen, die du für deine neue Tastenkombination haben willst. Klickst die dann hier an, suchst dann hier die Funktion, die du haben willst und assignst sie dann dazu. Wie man sieht, hier ist es schon gemacht, aber hier rein theoretisch assign. Es macht dasselbe, aber natürlich kann man diesen Keybind dann auch löschen. Tipp 5:
Page Numbers und automatisches Inhaltsverzeichnis. Am besten, um dieses gut zu erstellen, hast du dein gewünschtes Dokument formatiert mit Titeln und Unterkategorien, also hier mit diesen Titeln, damit das halt dann automatisch gemacht werden kann. Und dann unter Insert oder Einfügen auf Deutsch siehst du Page Numbers und dann hier auch ein Inhaltsverzeichnis. Kannst du es natürlich anklicken und hier hast du dann Einstellungen, ob es in der Mitte, rechts, links sein soll. Also hier kannst du es einstellen und boom, bada bang. Wir haben Seite 1, machen wir so Seite 2 und natürlich kann dieses Spiel viel weitergehen. Tipp 6. Die anderen Shortcuts. Da du mit großer Wahrscheinlichkeit Control, also Steuerung, plus C zum Kopieren und Steuerung V zum Einfügen kennst und nutzt, kannst du trotzdem viel schneller Sachen editieren mit diesen Keyboard-Shortcuts, auch Tastenkombinationen auf Deutsch genannt. Also hier haben wir einen Beispieltext und normal, wenn du hier eine Sache in der Mitte des Textes editieren, löschen, was auch immer machen wollen würdest, würdest du wahrscheinlich mit den Pfeiltasten oder auch der Maus dorthin gehen. Mit den Pfeiltasten könnte man da hinkommen, nur es würde halt lange dauern. Aber es geht einen viel schnelleren Weg. Und das kann man natürlich viel schneller machen. Und hier ist gerade ein Beispiel dafür. Und du wirst dich wahrscheinlich wundern, wie zum Teufel habe ich das gemacht? Ich habe die Pfeiltasten benutzt. Aber nicht nur die Pfeiltasten, sondern die Pfeiltasten plus Steuerung oder Control. Natürlich zeige ich hier noch meine Auflistung von allen Shortcuts, auch die noch dazu kommen. Aber wie gesagt, mit Steuerung plus Pfeiltasten kannst du nicht nur in LibreOffice, sondern auch in Webbrowsern und den meisten Programmen, manche Programme erlauben es halt einfach nicht. Da funktionieren nicht alle Sachen. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, in unserem Beispiel jetzt Salzindustrie löschen willst, und nicht das ganze Wort so löschen willst oder mit der Maus auswählen willst, kannst du hier einfach am Ende des Wortes mit Steuerung und dieser Taste einfach das ganze Wort direkt löschen. By the way, Steuerung Z, um Sachen rückgängig zu machen. Wenn du einen ganzen Satz löschen möchtest, mit Steuerung Shift und der Entfernen-Taste kannst du ganze Sätze entfernen. Und natürlich kannst du hier Sachen kombinieren mit Steuerung Shift und den Pfeiltasten, damit du halt einzelne ganze Wörter auswählen kannst, um dann zum Beispiel jetzt nur diese zu löschen. Und jetzt kannst du viel schneller Sachen editieren, was trotzdem schneller geht. Aber das nicht heute. Apropos LibreOffice spezifisch sind auch Steuerung B, um Text fett zu machen und Steuerung I, um Text italic oder geneigt machen. Tipp 7. Review. Wenn du einen Text oder Dokument, was auch immer hast und dieser Text von einem Mitschüler, von deinen Eltern, von einem Mitarbeiter, was auch immer kontrolliert werden soll oder verbessern werden soll, kannst du denen das Dokument geben oder auch deinen Laptop und die Review-Funktion von LibreOffice nutzen, indem du im Standard-Layout die allgemeine Review-Funktion anschaltest und dann bekommst du hier unten extra Buttons und klickst dann auf Record Track Changes und lässt die andere Person einfach machen. Und wenn die andere Person ihre Änderungen gemacht hat, kannst du hier sehen, was du hier vorher stehen hattest und was die Person jetzt im Endeffekt alles geändert hat. Und dann kannst du hier mit diesen zwei Buttons diese Änderungen durchgehen und dann mit den nächsten Buttons akzeptieren oder halt auch eben nicht. Und kommen wir natürlich dann zu den Extras, die eigentlich Tipps sind, aber so kurz, dass ich die einfach in einen Part packe. Also fangen wir an mit dem einfachsten, mit dem Word Count. Also unten siehst du standardmäßig in LibreOffice, wie viele Wörter und Buchstaben du in einem Dokument hast. Hier ist natürlich wenig. Und wenn du dieses Feld anklickst, kommst du hier auch zum Word Count Menü, wo du nochmal eine genaue Ansicht hast, die eigentlich überflüssig ist, wenn du die unten hast. Das nächste Extra ist, wenn du unter Einfügen Special Characters oder spezielle Charaktere auswählst, kannst du extra oder spezielle Buchstaben oder sogar Symbole nutzen. Zum Beispiel das Copyright Sign, was du eigentlich mit einem Keyboard Shortcut auch erreichen kannst. Aber dann auch natürlich andere Emojis, wenn nicht sogar ein komplett anderes Symbol. Und als allerletztes, um zu gucken, auf welcher Version dein LibreOffice ist, klickst du einfach auf Help und dann über LibreOffice und dann siehst du hier dieses Menü und hast auch nebenbei deine Version, auch Systemarchitektur und dann Informationen über dein System. By the way, LibreOffice hat ab Version 7.6 auf eine jahresbasierte Versionstruktur
gewechselt. Und wenn du nach dem Neustart, wenn du dein Theme geändert hast, dann wieder dasselbe Problem hast, kannst du das einfach easy beheben, indem du wieder zurück in die Optionen gehst und unter LibreOffice und Appearance einfach den Dokumentenhintergrund auf automatisch einstellst. By the way, es muss der Font Color sein. So. Und jetzt funktioniert es wieder. Außerdem, wenn du persönliche Hilfe von mir beim Umstieg von Windows auf Linux haben willst, ist der erste Link in der Videobeschreibung. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, liken, Abo und einen Kommentar da lassen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao mit V. LOL.